Willkommen zum zweiten Teil der Videotutorial-Serie über Verformung im Zustand 2 mit Sophistik. Nachdem wir im ersten Teil eine lineare, ungerissene Analyse durchgeführt haben, schauen wir uns diesmal die lineare Rissanalyse mit Hilfe reduzierter Steifigkeiten an. Ja, hier kommt uns zugute, dass wir mit den Sophistik-Gruppennummern arbeiten. Sie erinnern sich, die Deckenplatte ist hier der Nummer 100 zugewiesen. Gehen wir wieder in den SSD. Hier hatten wir im Teil 1 aufgehört. Zunächst lege ich eine neue Gruppe zur Strukturierung an und die soll heißen lineare Rissanalyse vereinfacht. Ja, der einfachste Weg, die Steifigkeit der Deckenplatte zu reduzieren, geht über eine kleine Teddy-Textdatei. Also füge ich einen Text-Task ein und nenne ihn um in lineare Analyse mit modifizierter Steifigkeit. Wir wollen, dass das Programm die Lastfälle 1 und 2, also G und Q, nochmal, diesmal aber mit reduzierter Steifigkeit berechnet. Die Berechnung findet im Programm ASE statt und damit es schneller geht, habe ich die Programmzeilen schon vorbereitet und kopiere sie hier herein. In grüner Schrift und mit einem Dollarzeichen beginnend können wir ja Kommentarzeilen schreiben, um zu erklären, was gemacht wird. Also als erstes definieren wir den Standard, nämlich dass alle Elemente volle Steifigkeit von 100% haben. Das geht über den Group-Befehl. Dann sehen wir ja nochmal, als erstes kommt NR, also das sind die Gruppennummern. Und wenn man, wie man hier sieht, ein Minuszeichen dann schreibt, dann bedeutet das alle Gruppen. Jetzt kommt das Wort FAKS. Das ist der Faktor für die Steifigkeit der Gruppe. Also 1 steht für 100%. Nun brauchen wir nur noch die Ausnahme zu definieren, nämlich alle Elemente, die zur Gruppe 100 gehören, sollen eine auf zum Beispiel 50% reduzierte Steifigkeit erhalten. Der Reduktionsfaktor muss natürlich von Ihnen entsprechend den Projektzielen und den normativen Anforderungen gewählt werden. Der hier verwendete Wert 0,5 dient also lediglich der Veranschaulichung. Okay, also wir schreiben Group, dann die Gruppe, die wir reduzieren wollen, also 100 und dann wieder um welchen Faktor oder auf welchen Faktor 0,5. Ja, das war's schon. Jetzt fehlt nur noch, dass wir sagen, dass die Lastfälle hier 1 und 2 nochmal gerechnet werden sollen. Wunderbar, ich schließe die Hilfe und schließe auch den Task und jetzt lasse ich ihn einmal rechnen und fertig. Der nächste Schritt ist wieder die Kombination der Ergebnisse. Dafür brauche ich wieder den Task Ergebnisse kombinieren. Den will ich auch wieder umbenennen
und zwar in Ergebnis Kombi lineare Rissanalyse im GZG. Ja, das kennen Sie schon aus dem ersten Video. Ich lege eine neue Lastfallkombination an. Die soll die Nummer 2500 bekommen. Der Typ ist GZG quasi ständig, also hier auf Englisch SLS quasi permanent. Und ich vergebe wieder eine Bezeichnung und diese soll lauten GZG Rissanalyse vereinfacht. Wir fügen beide Lastfälle hinzu und setzen die Faktoren wieder auf 1,0 für G und 0,3 für Q. Das Häkchen ist gesetzt, also schließe ich den Task und er rechnet sofort. Schauen wir uns die Verformungsergebnisse wieder in einem WinGraph-Task an, also Task einfügen, interaktive Grafiken. Das will ich auch wieder umbenennen, entsprechend in interaktive Grafiken, lineare Rissanalyse, Plattenverformung, GZG. Dann öffne ich den WinGraph und gehe auf Ergebnisse, Knoten, Knotenverschiebungen in Global Z und der Lastfall soll natürlich 2500 sein. Wir stellen die Darstellung wieder auf Höhenlinie. Ja, und die größte Verformung beträgt jetzt hier 8,842 mm. Den WinGraph können wir speichern und schließen und dann haben wir das auch schon fertig. Super. Jetzt fehlt nur noch die Bemessung. Dazu brauchen wir wieder die Bemessungsparameter. Das sind aber ja die gleichen wie bei der ungerissenen Analyse. Also kopiere ich einfach diesen Task hier über Task duplizieren und schiebe ihn nach unten. Das Wort Kopie von nehme ich raus. Und wenn ich Doppelklick drauf mache, dann sehen wir wieder die Eingaben, die wir vorher schon getätigt hatten, lediglich diese URS-Bezeichnung nehme ich raus. Das ergänzt das Programm später wieder automatisch. URS legt fest, wo das Ergebnis also das Ergebnis des Tasks im Ergebnisdokument auftauchen soll. Gut, einmal berechnen. Wunderbar. Dann folgt jetzt wieder der Task für die GZG-Bemessung. Also Task einfügen, GZG-Flächenelemente. Und da will ich einfach nur die Bezeichnung hier ergänzen. Nämlich es handelt sich ja um die lineare Rissanalyse. Mit einem Doppelklick öffnen wir den Task. Da ist jetzt also der neue Lastfall 2500 und wir setzen wieder auf der linearen GZG-Bemessung auf. Das war ja der Bemessungslastfall 10 und diesmal speichern wir
unter dem Bemessungslastfall Nummer 25. Mit OK wird der Task gerechnet. Jetzt wollen wir wieder die Ergebnisse anschauen. Das ist die gleiche Vorgehensweise wie bei der ungerissenen Analyse. Also kann ich den WinGraph-Task von hier oben einfach duplizieren, darunter schieben und dann werde ich den aber natürlich umbenennen. Und das ist diesmal ja, das erforderliche AS im Lastfall 25 eben aus der linearen Rissanalyse. Mit einem Doppelklick gehen wir wieder herein und hier sieht man noch steht 15. Jetzt brauchen wir lediglich die Lastfallnummer auf 25 abzuändern. Also haben wir hier den Lastfall 25. Dann beim zweiten Bild, hier unten sehen wir es, steht noch 15, gehen wir auch auf 25. Dann auf der zweiten Seite das erste Bild, auch Lastfall 25 und das zweite Bild auf der zweiten Seite hier auch Lastfall 25. WinGraph speichern und schließen. Am Ende der linearen Rissanalyse will ich jetzt noch die Steifigkeiten wieder auf 100% zurücksetzen, damit sie für alle weiteren Berechnungen zur Verfügung stehen. Daher füge ich also einen Task Berechnung Einzellastfälle ein und nenne den Berechnung Einzellastfälle volle Steifigkeit. Dann lasse ich den einmal rechnen. Wunderbar. Damit haben wir die vereinfachte lineare Rissanalyse abgeschlossen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann machen wir uns im nächsten Video an die nichtlineare Rissanalyse. Also bis dahin.